Kurz bevor wir uns dieses Jahr mal wieder auf den Weg nach Spanien machten, war ich mal wieder auf der Suche nach einem Recipe und stöberte etwas auf Insta. Auf Tommys Profil fand ich dann einen Post, der mich farblich sofort ansprach. Tommy hatte das neue Kodak Gold Recipe getestet und dazu 2 Bilder gepostet. Gefällt mir. Aufgenommen mit der X-T5 und dem 70-300. Und natürlich stammte das Recipe mal wieder von Fuji X-Weekly. Das Kodak Gold Recipe gibt es ja schon eine Weile, bisher aber nur für die älteren Sensoren. Dieses war jetzt die Anpassung an den X-Trans 5 Sensor, also für die X-T5, XH2, XH2S und XS20. Wer Tommy noch nicht kennt, kann auch gerne mal auf seinem Insta-Account vorbeischauen. Er hat auch schon zusammen mit Richie von Fuji X-Weekly mehrere Recipes entwickelt, wie beispielsweise den Kodak Portra 400 und 800 und noch ein paar andere. Diese Recipes findet ihr alle bei Fuji X-Weekly, entweder in der App oder auf der Website. Kodak Gold ist eines der beliebtesten Recipes auf Fuji X-Weekly. Der Farbnegativfilm wurde 1986 eingeführt, als der FC Bayern das 3. Mal Deutscher Meister wurde und Rudi Carrell noch Herzblatt moderierte. Und auch heute gibt es ihn noch mit der Bezeichnung Kodacolor Plus. Sieht also so aus, als hätte ich mein Recipe gefunden. Und das habe ich natürlich auch gleich in Spanien getestet. Ich habe aber nicht nur das Recipe getestet, ich habe das Recipe anschließend auch in Lightroom nachgebaut, sodass man es auch auf Aufnahmen anwenden kann, die nicht mit dem Recipe gemacht wurden. Das wollte ich schon lange mal machen. Bevor wir jetzt aber zur Lightroom-Version kommen, schauen wir uns das Recipe nochmals an. Wie bei vielen anderen Recipes auch, nutzt Kodak Gold die Filmsimulation Classic Chrome als Basis. Als Weißabgleich wird Tageslicht mit 5500 Kelvin eingestellt und es findet noch eine Verschiebung bei den Rot- und Blautönen statt. Die Farben werden etwas gepusht, die Highlights, Klarheit und Schärfe wird zurückgenommen. Und wie so oft wird auch hier wieder die Dynamic Range 400 Einstellung benutzt, welche ich in meinem Recipe aber auf Automatik gestellt habe. Und auch die Schatten habe ich für mich nach unten korrigiert. Mit diesen Einstellungen aber bekommt man somit den Kodak Gold 200 Look. Und der sieht bei Tageslicht schon richtig gut aus. So sehr ich die Recipes mag und auch gerne nutze, gibt es etwas, was mich an jedem Recipe stört. Und das ist der voreingestellte Weißabgleich. Bei Kodak Gold wäre es in diesem Fall Tageslicht, also 5500 Kelvin. Solange man sich belichtungstechnisch in dieser Range um 5500 Kelvin bewegt, haben die Bilder diesen Look und sehen auch verdammt gut aus. Nutzt man dieses Recipe aber abends bzw. zu Tageszeiten, an denen andere Farbtemperaturen vorherrschen, sieht das Ganze schon nicht mehr so gut aus, zumindest für meinen Geschmack. Jetzt könnte man natürlich den Weißabgleich vor jeder Aufnahme anpassen, was mir persönlich aber viel zu umständlich ist, oder den Weißabgleich dann eben später im Fuji X-RAW Studio oder auch Lightroom anpassen, was aber auch nur wieder mit RAWs und nicht mit JPEGs funktioniert. Um verschiedene Farbtemperaturen nutzen zu können, habe ich mich jetzt hier für Lightroom entschieden und dort das Kodak Gold Recipe nachgebaut. Dieses Lightroom Preset basiert wie auch das Recipe auf der Filmsimulation Classic Chrome. Wurde farblich angepasst, enthält aber 10 unterschiedliche Farbtemperaturen, die je nach Farbtemperatur auch nochmals farblich bzw. in der Tonung angepasst wurden. So bleibt der Look erhalten und man kann das Preset auch auf alle möglichen Tageszeiten anwenden. Und wer jetzt keine Lust hat, das Ganze selbst nachzubauen, der findet das Kodak Gold Preset auch in meinem Shop. Ähnlich wie bei meinem London Provia habe ich mir 10 unterschiedliche Presets mit unterschiedlichen Farbtemperaturen für den Weißabgleich angelegt. Und um den Farblook beizubehalten, habe ich die Farbverschiebung zum einen bei der Tönung und zum anderen in der HSL-Tabelle berücksichtigt. Mit diesen 10 unterschiedlichen Presets ist es mir jetzt also möglich, das Kodak Gold Preset auch auf Aufnahmen anzuwenden, die beispielsweise nachts gemacht wurden. Durch die Anpassung der Farbtemperatur wirken die Aufnahmen natürlicher und haben für mich immer noch den Bezug zum Kodak Gold Look.
Gerade auch Aufnahmen, die zur goldenen Stunde gemacht wurden, können jetzt durch die höhere Farbtemperatur mit einem wärmeren Look versehen werden. Und für die Aufnahmen, die tagsüber gemacht wurden, hat man jetzt hier auch nochmals die Möglichkeit, in der Range um 5500 Kelvin zu variieren. Die Aufnahmen etwas kühler oder etwas wärmer darstellen. Im Grunde genommen ist es genau dasselbe System wie bei meinem London Provia, nur eben mit einem anderen Farblook. Wie auch beim Recipe habe ich hier in Lightroom die Filmsimulation Classic Chrome ausgewählt, die Farbtemperatur auf Tageslicht bzw. 5500 Kelvin angepasst und die Tonung erstmal auf 0 gesetzt. In der HSL-Tabelle habe ich dann anschließend noch die Rot-, Grün- und Blautöne angepasst, um den Kodak Gold Look zu bekommen. Und anschließend wurden dann die Presets mit den unterschiedlichen Farbtemperaturen angelegt und an verschiedenen Aufnahmen getestet. Natürlich ist das Ganze wesentlich aufwendiger als ein Recipe zu nutzen, aber im Nachgang habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten in Lightroom durch die unterschiedlichen Presets, diese auch auf Aufnahmen anzuwenden, die nicht bei Tageslicht gemacht wurden und somit dann trotzdem noch den Kodak Gold Look zu erhalten. Ob man sich jetzt diesem Aufwand geben möchte oder lieber das Recipe nutzt, bleibt jedem selbst überlassen. Für mich war es ein Experiment, das ich schon lange machen wollte und es hat sich gelohnt. Es hat sich nicht nur gelohnt, sondern auch Spaß gemacht. Und wer jetzt keine Lust hat, das Preset nachzubauen, der findet das Ganze auch in meinem Shop. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.